Hallo ihr lieben Skorpione, hier kommt eure Sternzeichenbotschaft für euer Kollektiv und wir schauen, was die Karten euch mitteilen wollen. Was darf ich dem Skorpion weitergeben? Es kann sein, es gibt irgendeinen Konflikt, ihr müsst euch für etwas streitbar machen. Ihr habt einen Konflikt oder ich bin auch ein Skorpion, mit uns selber. Mit irgendwas peinigt man sich unter Umständen auch. Irgendwas braucht Durchsetzungskraft, wir wollen uns neue Türen öffnen. Es geht sehr viel um das Thema Sicherheit. Wie sicher fühle ich mich? Wie safe bin ich? Ja, wir haben hier Dinge, die haben sich schon so ein bisschen eingehockt. Wir können auf ein gutes Fundament bauen. Das Umfeld wirkt vielleicht sehr auf der unterbewussten Ebene mit ein. Das heißt, wir möchten den Weg gehen und das Umfeld hindert uns oder wir müssen uns irgendetwas erstreiten oder erkämpfen. Ja, hier ist das kleine Glück. Irgendwas scheint uns aber auch zu oberflächlich zu sein oder wir denken, meine Glücksphase, die hält immer nur kurz an. Ne? Ich bin nicht dauerhaft glücklich. Hier geht es um Familie auch mit, um Kinder, um Themen aus der Vergangenheit, vielleicht auch nochmal um Partner aus der Vergangenheit, Vaterthemen. Es geht auch um Freundschaften, die man in der Vergangenheit schon geschlossen hat. Kann ja auch sein, hier kehren irgendwelche Freunde zurück, die man aus den Augen verloren hat. Hier kommt die Veränderung auf einen kurzen Weg, auch viel von außen. Ne? Hier kann man auch auf Menschen treffen, die so eine Funktion haben, an die man sich anlehnen kann oder die einen weisen Rat haben, die einem erlauben, in die eigene Kraft zu gehen oder die eigene Größe zu leben. Kann ja auch um Veränderungen im häuslichen Bereich gehen, gute Angebote, Umzüge. Ein Mensch betritt eure Lebensbühne, mit dem ihr sehr gut könnt. Hier haben wir die Kommunikation, in der Mitte haben wir die Diskussion. Ne? Es kann ja auch darum gehen, dass man nicht mehr alles sagt, was man weiß oder dass Worte irgendwie zu Konflikten führen. Aber ich habe, dass die Umbruchsphase eigentlich auch mit Nachrichten beginnt, mit Gesprächen. Wir können hier einen Konflikt beenden und hier unten können wir eine Überraschung sogar erwarten. Wir schauen in ein neues Kapitel, das uns wie ein Geschenk daherkommt, das uns aufblühen lässt. Wir können unsere Erfahrung nutzen, also vielleicht auch neue Instruktionen kriegen, die wir natürlich brauchen, wenn wir in eine neue Lebensphase gehen.
Hier haben wir das Annehmen. Und guckt mal, unten am Deck haben wir noch den doppelten Regenbogen, der für ein Wunder steht. Hier haben wir ja die Überraschung, hier das Wunder, hier das Annehmen. Also hier wird etwas besser als gedacht oder überraschender als gedacht. Hier sind vielleicht auch viele Emotionen, die Konflikt mitbringen oder ja, die in einem drücken. Vielleicht auch ein zu viel an Emotionen, das einen Konflikt veranlasst. Und vielleicht ist die Zeit hier auch gerade so ein bisschen trübe. Aber hier ja, darf man wirklich regenerieren. Und ein spirituelles und materielles Wachstum wird dem ganzen Prozess folgen. Fruchtbarkeit, Wohlstand. Und es geht auch darum, Emotionen wieder frei fließen zu lassen. Hier sind gute Gelegenheiten, wo man tatsächlich wieder mehr in den Flow kommt. Das passt hier sehr gut. Wir haben hier das Ende, den Abschluss von irgendeiner Sache. Und hier unten haben wir dann, dass wir die Stürme der Vergangenheit einfach vorüberziehen lassen können. Dass wir im Überfluss leben können. Dass man ein gutes Geschick hat. Dass man erkennt, dass Wunder im Überfluss vorhanden sind. Man ist mehr in der Position, wo man das Leben so sieht, dass es einen versorgt und bejaht. Ja, tue etwas für dich. Wir legen uns hier auch selbst in die Mitte rein. Für die eigene Vitalität, für die Karriere, für eine neue Beziehung. Denn hier breitet sich ein guter Segen aus. Hier strömen die Dinge auch besser zu einem oder prinzipiell zu einem, da wo vorher Stillstand war. Schauen wir, welches Kraft hier noch mitgeht. Wir haben das Opossum. Hier geht es darum, zu einer Strategie zu finden, einen Plan zu machen, langfristige Planungen mit einzubeziehen. Wir haben ja in unserem eigenen Haus, dass wir uns vielleicht immer nur kurz glücklich fühlen. Aber wenn man hier klug vorangeht und gut strukturiert ist, darf man ja mit einem großen Erfolg rechnen. Das Opossum bringt im Prinzip die Gunst der Stunde mit. Es offenbart Fähigkeiten und Verständnis für das, was wir hier lernen. Wir sind ja auf einem guten Weg. Wir dürfen uns treu bleiben, die Kraft bewahren, nicht kapitulieren. Es gibt hier Wege, von denen man selbst nicht ahnt, dass es sie gibt. Hier geht es darum, auch das Leben so mit dieser spielerischen Seite wieder anzugehen, mit Witz, Strategie, Mut und das Gefühl zu haben, man kann hier jede Lebenslage meistern, auch wenn sie manchmal übermächtig sind. Ja, und das Opossum ist eigentlich ein ganz schlaues Kerlchen. Es stellt sich tot, es spielt krank, es hängt kopfüber am Baum. Das heißt, es ist flexibel, es findet Lösungen, also es ist in seiner Handlungsfähigkeit sehr flexibel. Und es lässt sich nicht von einer Situation gefangen nehmen, sondern es dreht den Spieß einfach rum oder begibt sich in eine andere Lage. Hier kommen geniale Lösungen über die geistige Führung. Und hier ist man auch, das finde ich eine gute Aussage, ein bisschen jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aufgefordert, sorry, dass man sich selber kein übermächtiges Bild von den Umständen macht. Man hat hier einen sehr viel größeren Handlungsspielraum, wie man je denkt. Man darf sich frei fühlen und man darf agieren, statt zu reagieren. Und das ist hier ein schöner Prozess, der sich anzeigt. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Fische, hier kommt die gesprungene Botschaft für das Kollektiv der Fische.
Hier kommen sie sogar gleich. Hier legen sich die Fische in die Mitte. Es geht um eure Emotionen, es geht vielleicht um die Finanzen. Denkt immer dran, es ist eine kollektive Legung. Hier geht es um Nachrichten, Austausch, Kommunikation, vielleicht auch Dokumente, die mit dem Thema Geld zu tun haben. Möglicherweise habt ihr hier auch etwas auf der Seele, das ihr aussprechen wollt. Jawohl, ihr habt die Sonne dabei, die überstrahlt euer ganzes Blatt. Hier geht es vielleicht auch um eine gute Nachricht, um ein gutes Gespräch, ein Gespräch, das eure Seele erhält oder eine gute finanzielle Nachricht. Euer Unterbewusstsein hat hier so ein bisschen Stress aufgefangen oder ja, ist so ein bisschen unruhig. Vielleicht habt ihr euch sehr viel beschäftigt mit dem Thema Finanzen. Eure Seele nicht aus den Vollen schöpfen lassen. Es kann ja aber auch tatsächlich sein, ihr kommt über ein Gespräch, einen Anruf, hier zu irgendeiner Info, die ihr gut benutzen könnt, die mehr Ruhe reinbringt. Hier sitzt praktisch der Stress im Unterbewusstsein. Ihr könnt eine Herausforderung, eine schwierige Situation in der Vergangenheit lassen. Hier sind einige Herausforderungen. Hier beginnt auch ein karmisch neuer Zyklus. Eine Herausforderung, die sich mitgeschleppt hat ins Jetzt, kann auch finanzieller Natur sein. So, ihr habt gleich gut, hier sind sehr viele Themen. Hier wartet ein neuer Vertrag auf euch, eine neue Beziehung, eine Situation, in der ihr unabhängig sein könnt, auch finanziell. Die sich doppelt gebunden fühlen oder dazwischen, zwischen den Stühlen, die haben hier die Möglichkeit, sich zu befreien. Hier geht es auch um ein Bröckelchen eures Beziehungskarmas. Schicksalshafte Nachrichten. Wow, hier habt ihr noch die Blumen in eurem eigenen Haus, ne? Hier könnt ihr freudig aufgeregt sein. Hier kommt ein Vertrag, eine Nachricht wie ein Geschenk. Ihr blüht wieder auf. Hier kann man auch zum Beispiel sowas wie einen Hochzeitsantrag kriegen oder heiraten wollen. Ich denke, hier kann ein neuer Mensch ins Leben kommen. Man sieht aus dem Umfeld jemand, der hat gute Nachrichten, gute Beziehungsqualitäten. Eine Mühe zahlt sich aus, die ihr vielleicht auch investiert habt. Hier kommen die Störche, die bringen euch die positiven Veränderungen. Allerdings habt ihr auch so ein bisschen die Befürchtung vor der Veränderung, dass sich da etwas tut, was ihr vielleicht nicht so kennt oder was zu neuen Ufern bringen. Oh, Leute, ihr seid ja die Glückskinder hier. Die Sterne, Glück, Magie, gelernte Lektion, Klärung, großes spirituelles Wachstum, Klarheit. Die Dinge wenden sich und stehen wieder unter einem guten Stern. Super. Ihr dürft aufatmen hier. Die Tatkraft und die Sorgfalt. Das sind zwei ganz gute Hinweise für euch.
wie ihr mit der neuen Situation umgehen könnt. Denn hier dürft ihr ganz genau aufs Detail gucken. Hier lässt man praktisch ein Land brach liegen, damit sein Boden sich wieder regeneriert und man pflegt alles mit einer gewissen Sorgfalt. Man guckt genau hin, man macht die Wege langsam und vorsichtig und man bezieht sein ganzes Wissen ein, dass sich etwas lohnen wird, wenn es eben nicht Knall auf Fall gemacht wird, sondern wenn man sich bemüht, darüber nachdenkt. In dieser Zeit kann man auch mal putzen, aufräumen, entrümpeln. Und ihr dürft euch kritisch überlegen, mit wem ihr Zeit verbringt. Und auch Kreisläufe hinter euch lassen, die nicht mehr förderlich sind. Hier mit den Sturmwolken kriegt ihr sogar diese Energetisierung zurück, die ihr braucht, um eure Dinge durchzusetzen, um in die Tat zu gehen, nicht nur in den Gedanken. Und hier sind ja die Veränderungen, die sich anzeigen. Und es geht darum, sich dem Ganzen zu stellen, zur Tat zu schreiten. Natürlich mit einer guten Planung hier trotzdem. Und ja, man muss überhaupt mal eine Entscheidung treffen. Ne? Hier findet sehr viel im Kopf statt. Die bewusste Ebene ist sehr voller Energie, aber diese Energie darfst du halt auch mal abgeben in das Tun. Die Möglichkeiten habt ihr hier zuhauf. Das Chamäleon, die Energiewahrnehmung. Ich sagte ja bereits, hier ist sehr viel Energie im Kopf, ne? Und hier darf man mal den Blick entwickeln, mit den Energien bewusst umzugehen, sie an die richtigen Stellen zu lenken. Das Chamäleon kann sich auch hier ganz gut tarnen. Und es bestätigt ein bisschen die Karte mit der Sorgfalt, denn man beobachtet, man prüft, man guckt genau hin, um dann zur Tat zu schreiten. Der kleine farbige Drache wird es hier genannt, kommt ins Leben und erinnert dich auch an deine Fähigkeiten, an die feinen Wahrnehmungen, die es gibt, an den 7. Sinn. Ihr dürft auf eure Gefühle achten, auf die Energien, auf feine Veränderungen. So könnt ihr erkennen, was jetzt dran ist und auch richtige Signale aussenden. Es geht um eure Individualität hier auch. Ne? Ihr dürft euch anders, so wie ihr seid, ins große Ganze einfügen. Und man kann sich dann den Umständen, die gegeben sind, ganz gut anpassen, obwohl man vielleicht anders ist als die anderen. Ihr lieben Fische, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Hallo liebe Krebse, hier kommt eure Botschaft fürs Kollektiv der Krebse. Und wir schauen, was ich euch hier mitteilen darf. Ja, hier kommt etwas an die Oberfläche, eine Instruktion, eine Info, ein Wissen, eine Erfahrung. In der Mitte habt ihr schon mal das Glück liegen, ne? Ihr dürft irgendwie sowas wie ein neues Kapitel eurer eures Lebensbuches aufschlagen. Und die Dinge stehen hier unter einem guten Stern. Vielleicht könnt ihr hier auch eine gemachte Erfahrung abhaken. Klarheit, wo vorher Undurchsichtigkeit war. Möglicherweise geht es um euch selbst oder den empfangenden Teil in euch, oder ihr denkt,
drüber nach, über eure weibliche Seite, die gibt es auch beim Mann. Das kann ja auch eine Person ins Leben kommen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Wir haben das Buch in der Mitte, aber die Fähigkeit mitbringt, einen Schatten in euch zu erlösen. Der kommt entweder aus der Liebe oder aus einer Herzensangelegenheit. Vielleicht habt ihr auch den Wunsch nach einer neuen Partnerschaft oder als Single öffnet ihr überhaupt wieder das Herz. Das Unterbewusstsein spricht hier sehr viel mit euch, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass ihr euch das im Alltag ein bisschen so gestalten lässt, dass ihr es wegdrängt, dass es einmal sich so anfühlt und einmal so. Nun, hier kommt die überraschende Wende, die Blumen. Das kann jetzt hier tatsächlich etwas sein, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Eine Überraschung, die Klärung bringt, eine überraschend neue Person im Leben. Die positive Aufgeregtheit ist hier dabei bei allem, was Stress verbreitet hat. Oder euch Schattenthemen aufgezeigt hat, das kann natürlich auch sein. Aber das ist hier wie so ein Wow, ne, dass ich das noch erleben darf. Etwas, was euch emotional sehr beunruhigt hat oder immer so ein bisschen im Unterbewusstsein gequengelt hat, nimmt ab. Ihr könnt einen Liebesblues ablegen. Hier kommt eine totale Transformation. Etwas, was stabil Wachstum bringt, ist hier zu sehen, was auch so ein Gefühl der Melancholie irgendwo wegnimmt, ne? Hier habt ihr vielleicht so diese Gedanken, wenn ihr etwas bekommt, dass man es euch wieder wegnimmt, aber dem ist hier nicht so. Hier liegt die Langfristigkeit dabei. Es geht tatsächlich um eine Paarkonstellation jetzt hier. Kann auch sein, dass sich in einer Beziehung etwas neu gestaltet oder besser gestaltet oder dass etwas, was sehr stark im Leben an euch genagt hat, jetzt zum Aufblühen kommt. Und es kommt mit sehr viel ruhiger Energie. Es ist eigentlich sowas wie ein Geschenk für euch. Die Singles haben hier echt die besten Chancen, einen tiefen Liebesblues abzulegen, sich wieder auf jemanden einzulassen. Was ich hier habe, ich glaube, dass diese Person noch nicht bekannt ist. Das ist jemand, den trefft ihr noch. Guckt mal, die Erfüllung mit dem Pfirsichbaum und das Vorangehen ist hier angezeigt. Diese Karte, die gibt euch mit, dass euch Erfüllung bevorsteht, egal was gerade im Leben los ist oder um euch herum auch geschieht. Hier ist die üppige Ernte zu finden, die euch rausbringt aus so einer Situation, wo ihr sehr lange nicht weitergekommen seid. Ja, und die Karte sagt euch auch, passt wunderbar, Liebe mit Leib und Seele, ohne zu zögern, pflege deine Freundschaften, erfülle dein Leben mit Menschen, Erlebnissen und Orten, die dich glücklich machen und lass alles andere gehen. Stelle auch nicht die Bedürfnisse der anderen in den Vordergrund, sondern deine eigenen. Und hier ist auch die Vitalität dabei. Der Pfirsich bringt immer so ein bisschen genesende Eigenschaften mit. Lasst euch auf euer Dasein ein. Schaut euch die Wechselspiele im Leben an. Und wenn man hier ein neues Projekt beginnt, eine neue Beziehung oder irgendetwas, was man umsetzen möchte, dann habt ihr hier den guten Erfolg dabei. Und ihr geht aus der Stagnation des Vorangehen mit. Eigentlich ist es eine gigantische Legung, denn ihr kriegt hier zweimal die Fülle, die Erfüllung
Mit dem Vorangehen habt ihr hier auch so eine Wiese, ne? Eine grüne Wiese. Und die grüne Hügellandschaft steht tatsächlich auch für Fruchtbarkeit, Liebe, Genesung, Fülle, Erfüllung, Produktivität. Etwas wächst und gedeiht, das habt ihr hier auch zweimal, auch langfristig. Aber die Karte gibt auch eine Warnung mit. Vergesst nicht, eure Ernte einzufahren, wenn sie da ist. Ja? Ihr spürt hier auch mehr, wie eure Bedürfnisse wieder mehr erfüllt werden. Etwas vermehrt oder intensiviert sich auf optimale Weise für euch. Also hier kommt vielleicht sogar eine Lösung, mit der ihr niemals gerechnet hättet. Weil der Verstand es immer nicht so richtig greifen kann, wo etwas herkommt und wann. Ihr habt das Chamäleon, das war bei den Fischen auch dabei. Hier geht es darum, zu beobachten, zu prüfen, Energien bewusst zu lenken und richtige Signale zu senden. Das Chamäleon ist ja auch in der Lage, sich zu tarnen in allen Farben. Ne? Und das Chamäleon bringt euch mit, dass ihr die Gelegenheiten, die ihr bekommt, auch richtig wahrnehmen könnt. Und dass ihr selbst auch bewusste Signale aussenden könnt und beobachtet und prüft, bevor ihr handelt. Es geht darum, dass ihr vielleicht auch wieder ein bisschen sensibler oder, ja, wie soll ich sagen, bewusster mit euren eigenen Energien umgeht. Es geht um Empathie, es geht um feine Wahrnehmungen, um feine Sinne. Und in euch ist ein 7. Sinn, der sich vollständig entfalten möchte. Und hier habt ihr praktisch die Chance dazu. Und ihr dürft, obwohl ihr anders seid, euch trotzdem eingebunden fühlen ins große Ganze. Sowohl innerlich als auch äußerlich. Und ihr könnt euch an die Umstände ganz geschickt anpassen, was ihr euch vorher vielleicht nicht vorstellen konntet. Ihr lieben Krebse, ich drücke euch bis bald.